Absolute Weltpremiere. Keine Ahnung, aus welchem Land dieses Fahrzeug entsprungen ist, aber es ist so abnorm, dass man es einfach filmen muss. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist ein Reisebus, was jetzt wahrscheinlich ein Wohnmobil wird. Das werden wir gleich mal erfahren von jemand, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Simone, das Design, wenn du mal kurz mal zu mir kommst. Es ist prollig. Es ist prollig. Ich find's einfach nur außergewöhnlich. Ja, also ich finde es unglaublich. Ich würde jetzt sagen, es ist von der Bundeswehr. Auf den ersten Blick. Wenn es grün wäre, Ja, das ist so der Laiengedanke, aber ich finde es halt cool. Die Farbe ist jetzt nicht ganz so aggressiv, so grün mit allem drum und dran. Es sieht nicht aus, als wäre es aus Metall. Du bist der? Ich bin der Thomas. Ich mache den Deutschland-Import für die Firma Torsus. Oh, komm her. Das ist eine tschechische Firma. Und du hast nicht ganz unrecht, diese Fahrzeuge werden auch im Bereich Militär oder Behörden eingesetzt. Also es gibt zum Beispiel als Polizeiwagen mit einer Büroausstattung hinten drin. Und wer fährt sonst noch mit sowas rum? Ja, es gibt eine Variante als Reisebus, das ist die Basis, deswegen, oder als bestuhltes Fahrzeug, auch für den Bergbau oder solche Einsatzzwecke. Das ist richtig Heavy Duty hier, oder? Heavy Duty. Unten drunter steckt ein MAN TGM. Nein, also MAN. Eins der beliebten. Der Reifen auch mal sieht. Also ein gängiges Reisefahrzeug steckt hier drunter. Allradantrieb, Untersetzung, Differentialsperren. Volles Programm. Volles Programm. Und obendrauf ein Stahlrohrrahmen, der eben entweder bis zu 37 Personen dann auch Schutz bietet. Also das Fahrzeug ist voll zertifiziert als Reisebus. Oder in diesem Fall ist er jetzt innen leer und bietet die Basis für ein voll integriertes Offroad-Reisemobil, in dem ich auch mich mal umdrehen kann beim Rangieren und durch die Scheibe seitlich rausschauen kann. Der ist komplett isoliert? Im Moment nur zum Teil, aber wenn wir den jetzt ausbauen, das sind wir jetzt in den Startlöchern, das zu tun dieses Jahr noch, dann wird er komplett isoliert natürlich. 12 Tonnen, was hat er? 13, ja. 13 Tonnen. Das ist das Geilste, was ich je gesehen habe, ganz ehrlich. Also ich finde den so genial. Der ist zwar, wie Simone sagt, ein bisschen prollig aus ihrer Sicht. Sie ist ja auch erst 22? Ja. 22. Sag mal, du würdest dir trauen, den zu fahren? Du brauchst einen richtigen LKW-Führerschein. Nee, das also erstmal würde ich mit einem kleineren Simone, stell dich mal gerade noch mal neben das Rad, dass man noch mal gerade sieht, wie... Zum Fahrverhalten kann ich vielleicht was sagen. Dadurch, dass wir keinen Kofferaufbau haben, arbeitet die Kabine nicht gegen den Koffer. Okay. Es fährt sich also sehr harmonisch wie ein großer Sprinter, sage ich immer. Sag mal, wenn du jetzt hier mit Abenteuer Allrad auf die Piste gehst, das würde gehen? Würdest du dich das trauen vom Fahrverhalten Allrad? Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Fahrzeug ja schon mehrfach im Gelände ausprobiert und bewegt. Sperren? 3. Sperren 3, Geländeuntersetzung. Also wir waren neulich auf einem Presseevent in einem Bergbau in der Tschechei. Da sind wir voll besetzt in den Bergbau gefahren. Preis, von dem hier steht? Als Leerkabine? Der liegt jetzt brutto um die 220.000. 220.000. So, hat gerade man den Preis um 100.000 erhöht, nachdem er gesehen hat, dass ich es gut finde. Wenn du mal kurz die Tür aufmachst, das heißt, du hast mehrere Türen zum Einstieg? Ja, wir können auch hinten reingehen. Ja, ich will nur mal kurz das Fahrerhaus sehen. Da sieht man den MAN, der drauf ist. Das heißt, der hat das ganz moderne digitale Cockpit schon? Das ist jetzt noch der TG2. Der TG3 kommt jetzt als nächstes und der hat dann das gleiche Cockpit, wie MAN den auch ausliefert. Der Ausbau ist erhaben. Das heißt, ich sehe ja jetzt hier vorne schon, das ist wirklich Heavy Duty. Der kann so auf eine Baustelle, oder? Auf jeden Fall. Also es ist alles äußerst robust für den professionellen Anwender. Die bauen den schon länger, weil ich ihn noch nie gesehen habe? Ja, also die bauen den seit 4-5 Jahren ungefähr. Es gibt in Chile einen, in Südafrika. Jetzt fährt auf dem Ätna jemand einen, um Touristen auf den Berg zu bringen. Das ist doch das Reisemobil. Wir gehen mal rein, komm. Wir gehen rein. Komm. Das heißt LED-Ausstattung vorne, Assistenzsysteme, also das, was MAN bietet, kannst du auch einbauen, ne? Genau, so wie es von MAN kommt. Aber hier die Seilwinde, ist die Serie? Die macht Torsus eben da rein und die ist als Ausstattungsvariante zu bekommen. Wenn du mal kurz Simone erklärst, was die Seilwinde soll. Ist das zum Surfen, damit ich jemanden hinterherziehen kann? Oder? Ja, genau. Da geht's ganz schön ab. Nein, es kann ja immer mal sein, dass du
entweder mal jemand anderem helfen musst, um das Fahrzeug irgendwo rauszuziehen, Ja. oder dich selbst irgendwo sichern musst oder nach vorne ziehen musst. Oder ein Baum liegt auf der Straße, den willst du wegziehen. Das kannst du alles dann mit dieser Seilwinde tun. Okay. Sag mal, ist das Material ist GFK oder? Ist GFK. Es gibt also für jedes dieser Teile eine Form, in die das hineinlaminiert wird. Und dann werden die, wie bei einem klassischen Reisebus auch, diese Panels an dem Stahlrahmen befestigt. Okay, das heißt, das ist aber auch so, wenn du da mal einen Ast triffst oder so, das ist so robust? Ja. Zusätzlich ist das Ganze beschichtet mit einer Bullet-Liner-Beschichtung, die kommt aus dem Ladeflächenschutzbereich. Also Raptor so ein bisschen, so ähnlich. Ja, eher aus der industriellen Ecke, aber grundsätzlich so ähnlich. Ein bisschen andere Technik. Cool. So, wie komme ich da rein? Ist da unten noch Stauraum eigentlich hier drunter? Oder ist das nur Technik? Also in dem Fall haben wir hier jetzt den Auspuff. Also Chemiewerk. Genau. Hinten gibt es ein kleines Fach und drüben gibt es noch ein Staufach. Es wird heiß, sehe ich. Ja, cool. Ich bin ganz begeistert. Das heißt, das Ding ist verrottungsfrei, da ist kein Holz verbaut. An keiner Stelle? Innen am Boden. Am Boden. Gut, kann ich mit leben. Der Radstand auch genial. Die Böschungswinkel. Das heißt, das Ding kannst du wahrscheinlich hochklappen. Runter. Ist schon oben. So, er darf 100 fahren. Genau, als Reisebus oder je nach Zielland kann man den auf 100. Ich habe jetzt gerade gehört, in Holland kann man, glaube ich, mit dem Wohnmobil auch 120 fahren. Ja, ich glaube, die Autobahn ist auf 100. Grenzt mich Wie auch aber. immer, ja. Ich guck Ja, mal der weiter runter. Heckunterfahrschutz lässt sich nach vorne klappen, dadurch hast du einen besseren Böschungswinkel. Boah, Der hat jetzt Luftfederung, es gibt ihn auch mit Blattfederung. damit es noch härter zugehen darf. Genau, das Blattfederfahrwerk ist da noch etwas robuster. Das heißt, der könnte wirklich hier auf eine Baustelle fahren, hat so Leute mit, die Tür, die könnte ja, wenn ich mal gerade daneben stelle, Simone, Das ist ja Wahnsinn. ich muss das zeigen, damit man die Größenverhältnisse sieht. Das ist so eine Aufbautür von einem Hümer oder so. Das ist was anderes. Ja, den isst er zum Frühstück. Unfassbar. So, ist das geil. Und die Höhe, guck mal oben. Ja. Soll ich Geh mal rein, reingehen? bitte. Ja, geh mal rein. Dann hast du richtige Stufen. Ich meine, das muss ja auch mit Arbeitsschuhen oder mit... So, die kannst du reinklappen. Strom ist aus. Strom ist aus, nicht schlimm. Komm, wir zeigen mal dann so richtige Halter an der Seite, dass du dich auch festhalten kannst. Dann gehen wir mal rein. Also Stehhöhe, ich bin 1,85. Ich schätze mal 1,90 Meter, 95. Ja, ich bin 2,1 Meter, deswegen stehe ich hier im Moment eins tiefer. Aber wir haben die Lösung schon im Schubfach. Wir werden diesem Dach einen Aufbau gönnen. Und dann haben wir hier in der Mitte Stehhöhe 2,10 Meter und seitlich noch Staufächer oben drin. Stell dich mal gerade da vorne hin, bitte. Das war mal, ich filme mal gerade hier hinten, dass man mal das Raumgefühl sieht. Das ist ja wie eine Turnhalle hier. Du hast irre viel Platz. Du bist auf einem komplett offroad-fähigen Fahrzeug für 220.000 Euro. Wenn ich jetzt sage, ich investiere in den Aufbau nochmal so, ich sag mal 150, dann habe ich für 370 habe ich ein Weltfahrzeug, oder? So ist es. Der Grundaufbau ist da. Man braucht also jetzt nicht nochmal mit einem Koffer oder irgendeinem Aufbau zu rechnen. Da kann ich schon richtig viel Geld investieren. Cool ist auch, dass Leute ihn selber ausbauen können. Das heißt also, ein Schreiner zum Beispiel, der sich ein bisschen auskennt. Genau, wir liefern den auch direkt so in dieser Variante Shell, also ohne Bestuhlung, ohne viel Innenausbau. Da ist dann so ein Holzboden drin und das war's. Wir haben 6 Meter Innenlänge. Das erinnert mich 2,10 Meter. fast an so ein Tiny House. Boah, ist ja cool. So, hier vorne steht's. Ist natürlich jetzt wieder so eine Sache, bin ich total begeistert, aber der Teufel liegt ja im Detail. Ihr wollt ihn selber mal ausbauen, das Reisemobil, jetzt demnächst? Also wir selber nicht. Wir haben jetzt einen Partner gefunden, der aus der Branche kommt oder der halt regelmäßig Fahrzeuge ausbaut. Und der wird sich jetzt zusammen mit unserem ersten Kunden der Sache annehmen. So, ihr habt einen Kunden gewonnen. Als er den gesehen hat, war der ungefähr so überrascht wie ich. Ja, der war sofort begeistert. Der kommt jetzt am Sonntag auch nochmal, um das Ganze dann zu bestätigen. Ist das sein Auto hier? Nee, der hier nicht. Wir bestellen ihm dann einen TG3 in seiner Wunschkonfiguration und Farbe, wie er das haben will. So, da sieht man die Sitze, die kommen aus dem Busbereich. Also ist ja eigentlich ein Bus mit der Zulassung. Wie viele Leute konnten? 37, oder? Was ist das für ein Kunde, wenn man fragen darf? Weiß man, was der damit vorhat? Eine Weltreise oder was macht er? Ja, genau. Der hat so ein paar Länder, die er bereisen will.
und sie sind zu zweit, also es wird hier 4 Sitze geben, dass auch nochmal ein Enkelkind oder so mitfahren kann. Und dann eben hinten ein großes Doppelbett, Badezimmer, Küche. Wahnsinn. Tolles System. Das heißt, wenn du, klar, jetzt kommt hier noch ein Boden drauf und so, das heißt, die Erhöhungen sind so 20 cm wieder höher, oder? Ungefähr, ja. Ja, Solar ist ja auch kein Thema. Aber wenn du guckst hier alles, ich meine, der könnte ja auch mal überrollen. Das ist alles mit Stahl versehen. Genau, dadurch, dass er als Bus zertifiziert ist, hat er diese Überrolltests auch bestanden. Also die Chance ist groß, wenn du in einem Bergbau einen Unfall hast und den Hang hinunter rollst, dass du da auch wieder aussteigst. Gut, je nachdem, wie die vertikale Fallgeschwindigkeit war beim Hang. Krass. Gut, ist natürlich nichts Indien, da siehst du ja ganz interessante Fahrzeuge. Das hier ist High-End, so kann man es schon sagen, oder? Auf jeden Fall und besonders stabil. So, wo findet man deine Firma? Kann man Probe fahren eigentlich im Bergbau? Ja, also wir sind in Coburg und der Wagen steht hier bei uns zur Verfügung zum Zeigen und auch für Probefahrten. Coburg liegt Unterfranken. Oberfranken. Oberfranken. Okay. Genau. Nordbayern. Ich lerne das nicht mehr. Das ist der Coburg. Cool. Komm, wir gehen mal raus. Dann zeigen wir mal gerade, ihr habt eine Gemeinschaftshalle hier, bei dem nur abgefahrene Sachen sind, so viel kann ich sagen. Mehrere Leute haben das zusammen organisiert. Das Zelt gab es vorher noch nicht auf der Abenteuer Allrad, oder? Genau, wir haben uns zusammengetan mit den Firmen und Freunden, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und haben uns hier ein eigenes Zelt gebucht. So, und jetzt ist heute Pressetag. Das ist eine feine Sache. Du warst schon mal rum, hast schon umgeguckt? Der Messe? Ja, ich bin vorhin mal drüber gelaufen. Ich finde den Tag gut. So hat man die Möglichkeit, auch mal untereinander in Ruhe ein bisschen zu sprechen. Und gerade die Kooperation der Aussteller ist ja auch in vielen Bereichen wichtig. Keiner baut so ein Auto ganz alleine, braucht immer Zulieferteile und Partnerbetriebe, die ihm da zur Hand gehen. So, wo finde ich deine Firma? Wenn ich jetzt Interesse habe, ich brauche 5 Stück. Wo? Coburg. Coburg. Nee, Ja. Name, hast du einen Namen? Die Firma heißt All 4 Bus Hast du es irgendwo geschrieben, dass ich es abfilmen kann? oder torsus.de Torsus.de. ist meine Seite und torsus.eu ist die Händlerseite, also die Herstellerseite. Also geht auf torsus.de. Dein Vor- und Zunahme? Thomas Ebert. Thomas Ebert aus Coburg. Ja, ich bin sprachlos mal wieder. Ein Reisemobil, wo du vielen Leuten jetzt ihre Pläne komplett durcheinander wirfst, wenn das hier kommt. Die Farbe ist wählbar. Die Farbe ist wählbar. Wir können da in verschiedenen Grundtönen beschichten und auch, ob der Kühler jetzt schwarz ist oder auch beige und das Dach schwarz, da gibt es verschiedene Varianten. Also etwas weniger prollig. Ja, wie man es nimmt. Ist Oder ja- mehr. Wir können auch olivgrün. Ja, Und, das war dein Auto? das liegt nicht in meinem Preissegment tatsächlich, aber es ist was, womit man auffällt auf jeden Fall auf der Straße. Vielen Dank fürs Einschalten. 15. Juni 2022, Halle 634, der Abenteuer Allrad. Nein, man geht durch den Haupteingang und dann ganz rechts hinter Delta 4x4 seid ihr. Ziemlich cool. Tschüss, danke. Danke auch. Tschüss. Ciao.